Wir haben in der letzten Folge haben wir das Next.js Routing so ein bisschen beschrieben. Wir haben so ein bisschen das Konzept des File-Based Routings. Letztendlich haben wir den Pages Router so ein bisschen beschrieben. Es gibt jetzt aber den App Router. Was ist da der Unterschied? Achso, das zeige ich gleich. Also, okay. Lass mal loslegen. Legen wir mal los. Legen wir mal los. Ja. App Router. App Router. Stefan, erstmal nochmal Hallöchen. Schön, dass du wieder hier bist. Ich freue mich auch. Wir haben in einer der letzten Folgen was über Next.js erzählt. Und Next.js hat sich jetzt mit Version 13 hat sich ein bisschen was getan. Und es tut sich immer noch was. Und React Server Components haben wir eine Folge zu gemacht, sind ein Thema und direkt damit zusammenhängt oder zumindest damit verbunden ist das Thema App Router. Wir haben in der letzten Folge haben wir das Next.js Routing so ein bisschen beschrieben. Wir haben so ein bisschen das Konzept des File-Based Routings. Letztendlich haben wir den Pages Router so ein bisschen beschrieben. Es gibt jetzt aber den App Router. Der ist, wenn man das von ganz weit außen betrachtet, ist der genau das Gleiche. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Stefan. Moment, bitte was? Wenn man das von ganz weit außen betrachtet, ist der genau das Gleiche. Er ist immer noch File- oder Dateisystem. Na gut, er ist nicht mehr dateibasierend wie der Pages Router, sondern Filesystem-basierend. Er basiert auf Was ist da der Unterschied? Auf Ordnern basiert er. Achso. Das zeige ich gleich. Also, Okay. weil letztendlich immer noch Filesystem basierend. Ja. Ein paar mehr Defaults sind dabei und ich bin ein bisschen flexibler, wie ich jetzt so wie ich meine Dinge layoute. Zeige ich gleich. Der Default dabei ist jetzt sind React Server Components. Wir werden gleich React Server Components sehen. Ich werde es jetzt nicht im Detail beschreiben. Wenn ich nichts anderes sage, da ist ein riesiges Sternchen dran. Wenn ich nichts anderes sage, sage ich werde auf dem Server gerendert. Das ist ich weiß schon, sorry, ich werde auf dem Server gerendert. Da sind so viele Sternchen dran. Ich muss damit am Server klarkommen. Wir gucken uns das Ganze mal an. Du machst mir zu viele Sternchen heute. Ja, das ist halt React Server Components, da ist. Jetzt mach doch mal klare Aussagen hier. Wir können doch nicht mal. Komm, jetzt Du bist kein Berater mehr. Eine React Server Component, sondern eine Client Component, auch eine stinknormale Use-Effect Client Komponente wird auf dem Server vorgerendert. Das heißt, auch da muss man schon aufpassen, was man mit dem Window-Objekt macht. Muss man da schon ein Sternchen machen? Da muss man schon ein Sternchen dran machen. Das ist leider so, ja. Also, ich habe nach wie vor diese schöne Applikation. Unser Shop in aller Güte hier. Ich habe hier noch einen Old Shop, da können wir gleich drüber reden. Ich kann App Router und Pages Router kann ich miteinander verheiraten. Okay. Das ist möglicherweise für euch interessant. Wobei ich jetzt da auch ein Sternchen dran machen muss. Ich habe jetzt nicht alle Migrationsszenarien damit. Vielleicht gibt's Wie viele Sternchen hast du denn heute mitgebracht? So, ich habe eigentlich nur Sternchen mitgebracht. Okay. Der App Router. Ich muss jetzt hier wieder das Dings hier zeigen, das Filesystem. Was fällt uns als erstes auf? Heißt nicht mehr Pages, sondern App. Ja, bam. Bam. Dann habe ich das zieht sich so durch. Beim Pages Router war es ja so, ich habe eine Datei, die hieß dann favorites.tsx und dann war das der Ordner. Das habe ich jetzt hier nicht mehr. Also ich sehe es hier so, ich habe hier sowas wie News, ich habe hier sowas wie Favorites, ich habe hier sowas, da kommen wir gleich zu, weswegen ich hier runde Klammern habe. Und was ich dann in einem Verzeichnis habe, ist eine Page.tsx und eine Layout.tsx. Eine Layout.tsx beschreibt jetzt in diesem Fall, das Root-Layout, das Layout von meiner Applikation. Ich glaube, so ein ähnliches Konzept gab es auch beim Pages Router. Das beschreibt dann eher so die Statik. Und das sind dann meistens auch wirklich servergenerierte Funktionen, weil da sollte jetzt nichts großartig Kleinseitiges passieren. Und es gibt die Page
Die Page beschreibt die Daten. Die ist in diesem Fall auch Server-Side generiert, aber da passiert dann auch gerne was Kleinseitiges. Und diese habe ich dann in jedem Verzeichnis. Also ich habe zumindest eine Page in jeder Verzeichnis. Heißt das, ich kann jetzt endlich auch meine Testdatei direkt daneben legen, ohne dass die automatisch als Seite in der Route? Das finde ich schön. Ja, das geht. Wir haben das immer noch nicht so gemacht. Das heißt, wir haben da immer noch ein bisschen was daneben. Aber ja, ich kann jetzt auch in jedem Fahrtsegment, in jedem wie nennt sich das? Doch Segment heißt das. Kann ich auch jetzt auch eigene Layouts definieren. Das sind dann so Kind-Layouts. So ein Layout sieht dann üblicherweise so aus, dass ich hier unten irgendwelche Children habe. Okay, wir sind jetzt beim Root-Layout, also ganz oben. Ganz oben, genau. Okay, da habe ich also auch das HTML-Tag und den Body-Tag mit drin. Genau. Und bei dem Layout weiter unten dann vermutlich nicht mehr? Nee, genau. Das ist da reingenestet. Das wird dann okay, irgendwo das so ersetzt nicht das andere Layout. Genau, das wird da ist da drin. Okay. Genau, ja. Und diese Nomenklatur, diese Pfadsyntax ist so ähnlich wie beim Pages Router. Diese gibt es eine Gruppe. Ich kann gewisse Unterverzeichnisse gruppieren. Das taucht nicht in der URL auf. Das sagt mir jetzt aber nur hier in dem Fall, die beiden Unterseiten, die beschäftigen sich vielleicht mit Brands. Und Brands haben noch ein spezielles Layout und teilen sich jetzt dieses Layout. Ah, okay. Das heißt, dann ist dann meine eigentliche Seite, wo ich jetzt hier mit Dingen hantiere, sind dann jetzt deutlich kleiner. Sind das denn jetzt alles hier Server-Side generierte Sachen? Ich glaube. Guck mal hier. Aus Gründen ist das ein Use Client. Da sind wir jetzt schon im React Server Components lang. Ein Back-Button, das ist jetzt so eine Komponente, weil ich wollte in jedem dieser Bereiche einen Zurückknopf haben. Da habe ich mal als Back-Button generiert. Warum der jetzt eine Client-Component ist, da kommen wir gleich schon zu den Sachen, die mich am Anfang beim App-Router oder bei React Server Components ein bisschen gestört haben, aber können wir gleich mal drüber gucken. Aber fangen wir an mit wenn ich nicht Use Client über so eine Komponente drüber schreibe, wird sie Server-Side generiert. Welche Implikation Use Client weiter unten hat, das machen wir beim nächsten Mal. Diese Komponente muss ich jetzt als Client-Komponente definieren, weil ich jetzt hier einen Use Path Name habe. Use Path Name kommt von Next Navigation. Der funktioniert leider nur clientseitig. Ich komme auf dem Server gar nicht so richtig mit der Next API an den Pfadnamen dran. Interessant. Das fand ich auch erst interessant. Ich muss zugeben, dass ich da jetzt die Gründe nicht mehr ganz zusammenkriege. Führt, glaube ich, jetzt für den Moment hier auch zu weit. Allerdings ist es dann so, sobald irgendetwas eine clientseitige Komponente ist, muss ich das auch in einer clientseitigen Komponente einbetten. Was können wir noch zeigen? Wir können zeigen, dass ich habe hier noch einen alten Pages-Bereich und zumindest, ich habe das jetzt hier so gebaut, ich weiß nicht, ob das ein realistisches Szenario ist. Ich kann zumindest von dem App-Router hier fröhlich auf meinen Old Shop zugreifen. Oder um die Migration zu vereinfachen vielleicht, dass ich seitenweise umziehen kann aus Pages in den App-Ordner. Ja. Ich schaue noch mal kurz auf meinen Spickzettel. Data Fetching. Data Fetching unterscheidet sich jetzt jetzt mit dem App-Router. Wir sind jetzt auch wieder in React Server Components Land. Aber das ist letztendlich auch etwas, was man mitbekommt beim App-Router. Wenn ich auf einem Server bin, kann ich asynchron sein.
Also eine ganze Komponente. Eine ganze Komponente kann Asynchron. asynchron sein. Das heißt, ich kann hier auf dem Server erstmal Promises auflösen. Ich sehe da so ein Await auf einmal, ne? Genau, richtig. Das heißt, du hast uns ja sondern ein paar Folgen zurück den Usehook vorgestellt, Ja, mit dem ich awaiten kann. Und jetzt bin ich auf einmal im Server unterwegs und habe dann direkt meine Await. Ja. genau, richtig. Genau. Das kann ich jetzt direkt haben. Das finde ich sehr, sehr nice. Ja, Punkt. Das ist halt eine etwas schönere Art und Weise, mit Daten zu hantieren, als jetzt mit so einem Use-Effekt. Ich denke, dass für die Basis sollte das für den App-Router soweit das gewesen sein. Was fehlt hier noch? Du hast es jetzt gezeigt mit einem Await komplett ohne Frameworks. In vielen Projekten ist das ja nicht so. Da werden Frameworks eingesetzt. Nehmen wir React Query, nehmen wir Apollo für GraphQL, nehmen wir Redux Query etc. Die kommen ja auch nochmal so mit einer eigenen Denke. Und wie passt das in Zukunft zusammen? Ich glaube, da werden auch erst noch neue Pattern und Lösungen entstehen in der Community. Ne? Auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall. Da passiert noch ein bisschen was. Okay. Wir sind also weiterhin gespannt. Ja, Leute, wie ist das bei euch? Ne? Seid ihr schon auf Next? Seid ihr schon auf der App-Router-Version und wisst schon genau, wo ihr die Daten fetcht? Dann könnt ihr uns das ja vielleicht mal schreiben. Und wir arbeiten dann gemeinsam an der neuen Empfehlung. Alles klar. So machen wir das. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Stefan. Lass uns mal kurz einmal in die Meta-Ebene. Fühlst du dich gerade wohl mit diesen Aussagen? Ich bin überrascht, Stefan, dass das erste Mal in unserer langjährigen Also Beziehung... ich bin durchaus dafür, lasst uns all seine Aussagen sehr kritisch prüfen. Holger ist auch sehr offen für Feedback in der Hinrichtung. Also in der Hinrichtung. in der Hinrichtung.